Liebe Krebse, hier kommt euer Ausblick für das Kollektiv der Krebse für den Dezember. Und da gibt es wohl einiges zu klären. Vielleicht steht ihr irgendwo im Nebel. Das kann so eine Frage sein, soll ich oder soll ich nicht? Wo geht meine Reise hin? Hier ist auf der bewussten Ebene irgendetwas, was euch Stress bringt. Es kann Kommunikation sein oder Austausch mit jemandem. Möglicherweise ist es so, dass das Umfeld hier etwas ganz anderes von euch erwartet, als ihr wirklich wollt. Ich habe nichtsdestotrotz ein Aufblühen auf der seelischen Ebene für euch, ein Weiterkommen, ein Geschenk auf eurer Lebensreise irgendwie auch. Es knüpft an Veränderungen der Vergangenheit mit an. Und es ist etwas wie emotionale Erfüllung oder emotionale Stabilität auch. Ein Geschenk, das euch emotional Ruhe bringt. Oder auch euer emotionales Gerüst, sage ich mal, anders aufstellt. Hier kann es um eine Sache sein, die ihr mit der Vergangenheit habt, einen Blues aus der Vergangenheit, eine Verstrickung aus der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz habt ihr die Genesung in eurem eigenen Haus, die emotionale Häutung. Es kann auch sein, dass ihr hier einen geraderen Weg fahrt und nicht so sehr diese Umwege immer drin habt. Oder dieses, wo man immer wieder an den gleichen Punkt kommt, obwohl man versucht, einen anderen Weg zu gehen. Mutterthemen, Konkurrenzthemen, all das, was hier so mit Blues behaftet ist. Oder wirkliche Verstrickungen auch aus der Vergangenheit oder auf dem hier klassisch weiblichen Bereich der seelischen Angelegenheiten. Und ich sehe hier sehr viele Möglichkeiten. Das Umfeld bringt euch irgendwie mehr Sicherheit oder einen Erfolg mit. Ihr könnt euch neue Türen öffnen. Ich hatte das bei den Fischen so ähnlich. Es ist eine sehr emotionale Sache. Es geht aber auch um die Materie. Eure Sensitivität ist vielleicht auch enorm hoch, gerade im neuen Monat. Ihr spürt viel, ihr kriegt viel gezeigt. Es sind Erkenntnisse. Kann ja auch darum gehen, was investiert ihr oder was lasst ihr bleiben. Wo ist ein Erfolg für euch? Wo habt ihr für euch eingestanden und wo ist die Ernte? Ihr dürft euch hier durchsetzen. Ich habe Nachrichten, die Harmonie und Frieden mitbringen. Ich habe auch einen, nennen wir es mal, emotionalen Kampf, den ihr hier beendet. Also hier habt ihr vielleicht noch ein bisschen Streitereien oder Diskussionen, aber ihr meistert es ziemlich gut. Was ich auch habe, ist, dass ihr vielleicht überlegt auch, ne, ich habe die Materie, die finanziellen Dinge mit dabei, wo ihr noch irgendwas befürchtet oder wo ihr finanziell vielleicht irgendwo drauflegt. Oder auch emotional, wo ihr schon draufgelegt habt. Ne? Möglicherweise verreist der ein oder andere oder plant viele kleinere Unternehmungen oder wird auch eingeladen. An sich habt ihr das Thema Reflexion dabei, ne? Und es passt sehr gut, denn die Karte sagt, lass dich nicht von deinen Emotionen irreleiten. Ne? Bleibt bei euch, guckt mit wachen Augen, reagiert angemessen, sowas alles.
Hier ist ja die Sensitivität und das Seelenleben irgendwie sehr präsent und die Karte sagt auch, entspannt euch, achtet auf die Zeichen, seid achtsam und auf Vorahnungen, stärkt eure Nerven. In der Gegenwart bleiben, nicht so sehr an der Vergangenheit rummachen. Emotional auch angemessen zu reagieren heißt für mich, dass man vielleicht manchmal erst denkt, bevor man etwas raushaut oder so, innehält, bevor man etwas ausspricht, den Blickwinkel ein bisschen ändert. Hier hat sich aus der Vergangenheit raus schon vieles auf den Weg gemacht und ist im Prinzip auch vorbei und man kann sich auf das Hier und Jetzt besinnen, denn sonst verpasst man die Chancen des Lebens, die man irgendwie jeden Tag neu kriegt. Und hier ist auch so ein bisschen ein Ding, dass man einen anderen Zugang zu seinen Mitmenschen kriegt und dass man selber versteht, dass man seines eigenen Glückes Schmied ist. Ihr habt hier den Rückzug unter diese wunderschöne Schneekugel. Manchmal ist es besser, sich irgendwo rauszunehmen, sich zu regenerieren, das habt ihr hier zweimal. Energiereserven auffüllen, sich selbst beschenken, sich selbst Gutes tun und mal mit in der Reflexion auch aufzuräumen, zu reinigen, Dinge weggeben, Dinge instand setzen, die man nicht mehr braucht. Das können auch Erinnerungen sein. Aber ihr habt hier eine ziemlich kurze Zündschnur und die Legung ist schon sehr deutlich, indem sie sagt, manchmal ist es auch besser, man nimmt sich irgendwo raus. Emotionale Trigger gibt es immer. Es ist auch immer leicht, schnell die anderen zu beschuldigen oder zu bewerten, ohne auf sich selbst zu gucken, wenn man emotional ist. Guckt mal, hier habt ihr Überwinde dich. Das ist ein Spagat, den ihr hier vielleicht habt. Ne? Manchmal muss man Brücken bauen zu anderen Leuten und sich überwinden. Und wenn hier eine gewisse Angst auch vor Ablehnung ist, dann kann hier auch was aus dem Leben gehen, was man eigentlich hätte behalten wollen. Es können hier Freunde sein, Emotionen, Personen. Und ihr habt hier noch grenzenlos. Ihr seid frei. Und es geht darum, dass ihr euch vielleicht selber begrenzt, dass ihr nicht über den Blickwinkel kommt oder über den Tellerrand gucken könnt, weil sich emotional immer das Gleiche tut. Angst vor Ablehnung oder sich nicht trauen, etwas zu tun, verhindert auch viel emotionale Fülle. Ordnung schaffen habt ihr hier unten und Zukunftspläne schmieden. Ihr lieben Krebse, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.